Herzlich willkommen zu unserem Format Launch des Flughäfen. Wir sind wie immer unterwegs und wir fliegen heute von Da Nang nach Bangkok und sind deswegen am internationalen Flughafen von Da Nang. Und deswegen können wir die schöne Launch hier testen. Heute befinden wir uns im Terminal 2 der CIP Orchid Lounge. Wir freuen uns sehr hier zu sein, denn es ist auch hier eine sehr, sehr gute Lounge. Bevor wir zur Bewertung kommen, gibt es mehrere Möglichkeiten, um zu solch einer Lounge zu kommen. Es gibt eine Möglichkeiten, dass Sie bezahlen. Zum Beispiel hier würde der Loungezugang $27 kosten, in Hamburg $45. Oder ihr holt die American Express Card. Damit habt ihr kostenlosen Zugang und könnt weltweit in unterschiedliche Lounges gehen. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt, unten unter dem Video habt ihr den Zugangslink zu mehr Informationen zu der American Express. Die nutzen wir tagtäglich, egal wo, für jeden Einkauf und sammeln dadurch Meilen unter anderem und halt haben den kostenlosen Zugang zu Lounges und haben einige Versicherungen on top, die wir auf unseren Reisen sehr, sehr gerne nutzen. Kommen wir nun zur Bewertung. Zugang und Check-in. Das war easy going. Es ging super schnell. Es war sehr, sehr einfach. Wir haben keine Wartezeit gehabt, sondern konnten direkt reingehen. Das Personal war super freundlich. Also besser geht's nicht. Dafür für den Check-in ein ganzer Punkt. Kommen wir zum zweiten Punkt. Atmosphäre und Design. Es ist modern. Es ist weder irgendwie alt noch zu extravagant oder sowas. Es ist das, was es sein soll. Eine Lounge mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Vom Design her also wirklich cool. Also von daher von meiner Seite aus ganzer Punkt. Es gibt nämlich unterschiedliche Stühle, Tische etc. Also das ist vom Design her mega cool und völlig ausreichend. Deswegen ganzer Punkt für Atmosphäre und Design. Sitzmöglichkeiten. Ich glaube, die Lounge hier wird vielleicht sogar die volle Punktzahl erreichen, denn Sitzmöglichkeiten gibt es hier einige. Es gab unterschiedliche Lounges, es gab unterschiedliche Sitze, es gab unterschiedliche Tische, es gab Ruhebereiche, wo du Fernsehen gucken kannst, also mit einer unterschiedlichen Art von Loungezugang, also Lounge. Es gab ein riesen Sofa, also Riesenmöglichkeiten hier an Sitzmöglichkeiten, deswegen auch dafür ein voller Punkt. Ruhe und Lärmpegel. Also ich rede schon ein bisschen langsamer, da könnt ihr euch sicherlich vorstellen, dass es dafür einen ganzen Punkt gibt, denn es ist sehr, sehr leise. Es ist sehr, sehr groß und weitläufig, nicht so eng und laut und ähnliches, deswegen ist es auch hier sehr, sehr leise, wenn hier ein bisschen mehr los ist. Deswegen gibt es für Ruhe und Lärmpegel einen vollen Punkt von meiner Seite aus. Essen und Getränke, also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Da können sich einige Lounges, glaube ich, eher eine Scheibe davon abschneiden. Dafür gibt es einen vollen Punkt. Also es gab eine Riesenauswahl an Obst und Gemüse, Salate, unterschiedliche Soßen. Getränke gibt es auch eine Riesenauswahl. Zwar jetzt nicht so an Spirituosen. Wodka war völlig ausreichend. Weine gab es, Cola, Fanta, alles, was du haben möchtest. Und das Essen vom warm bis kalt, es gab Chicken, es gab alles, was du haben möchtest. Deswegen gibt es für Essen und Getränke eine volle Punktzahl. Kommen wir nun zum Service. Service ist hier Bombe. Also Servicepersonal läuft hier die ganze Zeit rum, macht sauber, räumt die Teller weg. Also alles ist wirklich hier on point, es ist sauber, die Tische sind sauber. Nach jedem Gast wird jeder Tisch immer wieder sauber gemacht. Also dafür auch ein völlig voller Punkt. Das Servicepersonal ist hier super nett und das funktioniert hier einwandfrei. Die sind auch mega freundlich, also top, wirklich. So, Sauberkeit und Hygiene, mega cool. Also auf der Toilette war es sauber, überall in der ganzen Lounge ist es mega sauber. Es wird hier mehrmals gereinigt und eine Dame läuft hier die ganze Zeit rum mit dem Besen und macht hier sauber. Also wirklich tipptopp. Also besser geht's nicht. Kommen wir nun zu den Arbeitsmöglichkeiten. Also ihr habt gerade eine Einblendung gesehen, da gibt es iMacs, mit denen ihr im Internet surfen könnt. Es gibt hier einen Drucker, es gibt mehrere Arbeitsplätze mit Steckdosen, da könnt ihr euren Laptop anschließen. WLAN ist ja auch super, super schnell. Also von daher Arbeitsmöglichkeiten tipptopp und es gibt auch mehrere Möglichkeiten, also fast an jedem Lounge-Bereich gibt es eine Steckdose, wo ihr euer Handys anschließen könnt, sowohl auf dem Boden als auch irgendwie an der Wand oder sowas, also wirklich sehr, sehr gute. Dafür an Arbeitsmöglichkeiten gibt es dafür auch einen vollen Punkt. Ja, Unterhaltungsangebot. Ich sitze hier gerade in so einer Kabine. Vielleicht sieht man das. Ja, da ist ein Fernseher. Ihr habt hier einen Fernseher, könnt ihr jederzeit Fernsehen gucken. Auch ein großer Fernseher ist da. Es gibt Zeitschriften. Mehr braucht man eigentlich nicht. Das Einzige, was vielleicht noch dazu sein könnte, ein kleiner Spielbereich für die Kinder. Aber na gut, wie oft reisen Kinder mit? Eher weniger als Geschäftsleute. Deswegen gibt es dafür an Unterhaltungsmöglichkeiten oder Angeboten einen vollen Punkt auch von meiner Seite aus. Besondere Annehmlichkeiten. Es gibt hier Massagesessel. Ein Spa gibt es hier jetzt nicht. Schlafkabine oder sowas ähnliches gibt es hier jetzt auch nicht. Aber duschen kann man hier. Deswegen von dieser Seite aus auch ein voller Punkt für besondere Annehmlichkeiten. Das reicht völlig aus für solch eine Lounge hier und ist wirklich perfekt. Ich glaube, Annehmlichkeiten, da gibt es einen vollen Punkt. Ich finde das gerade richtig gut.
Kommen wir nun zu unserem vorletzten Punkt. Aussicht und beziehungsweise Lage der Lounge. Es ist eher nicht luftseitig, sondern eher landseitig. Das heißt, ihr seht eher die Stadt als die Landebahn. Ich bin eher der Freund, ich sehe gerne und also ich beobachte gerne die Flugzeuge und schaue mir das Ganze sehr, sehr gerne an. Deswegen gibt es für die Aussicht aus der Lounge nur einen halben Punkt, weil das ist vielleicht so meine persönliche Sache, deswegen nur einen halben Punkt dafür. Kommen wir nun zu unserem letzten Punkt, Wartezeit bis zum Boarding. Also von hier aus ist es tatsächlich nicht so weit bis zu unserem Gate. Wir werden so ungefähr 5 Minuten gehen und dann sind wir direkt schon im Flugzeug. Also von daher, ich denke mal, die Lounge ist wirklich zentral gelegen hier. Es gibt 2 Lounges übrigens. Wir haben hier die erste Lounge genommen. Es gibt aber noch eine zweite Lounge, die genauso heißt. Die heißt dann Orchid Lounge 2. Deswegen, wir haben die erste genommen, die ist auf der rechten Seite und es gibt eine Lounge, die noch auf der linken Seite ist. Wir haben, wie gesagt, die rechte genommen, weil wir dann auch auf der rechten Seite boarden werden. Dafür auch ein voller Punkt von meiner Seite aus. Kommen wir nun zur Gesamtbewertung dieser Lounge. Ich habe jetzt zusammengerechnet 11,5 Punkte für diese Lounge. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Aussicht, okay, das ist Ansichtssache und Geschmackssache, aber ich finde, zu einem Flughafen gehört immer Flugzeuge, die man sehen kann und soll. Deswegen da einen halben Punkt Abzug. Deswegen 11,5 Gesamtbewertung. Ja, hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne bis zum nächsten Mal, zum nächsten Lounge. Das wird dann wahrscheinlich dann in Bangkok sein. Deswegen vielen Dank fürs Einschalten. Liked gerne dieses Video, abonniert uns und bis zum nächsten Mal.